Im 6. Teil unserer Serie Pinterest für Grafikdesigner zeige ich dir das richtige SEO für deine Pins. Wenn du gehofft hast, dass sich das Thema SEO, Search Engine Optimization, also Suchmaschinenoptimierung, als Grafikdesigner nicht unbedingt trifft, dann muss ich dich leider enttäuschen. Alles im Internet muss irgendwie gefunden werden. Und da die Suchmaschinen, ich sage jetzt mal noch, keine Bilder lesen können, sind sie darauf angewiesen, dass wir irgendeine Art von Suchbegriffen unseren Bildern oder unserem Text zuordnen, sodass sie das richtig kategorisieren können. Weil was nutzt das schönste Bild, wenn es nicht angeschaut wird? Deswegen müssen wir uns auch beim Thema Pinterest um das richtige SEO für deine Pins kümmern. Ich bin dazu am Rechner noch einmal auf das Profil von der Liz Kohler-Brown gegangen. Ganz einfach, weil wir uns die Dame jetzt die ganze Serie lang angeschaut haben. Und ja, sie muss etwas richtig machen. Ne? Und das schauen wir uns jetzt einmal am Rechner an. Hier ist das Pinterest-Profil von der Liz. Und hier kann man immer auf Erstellt und Gemerkt gehen. Ich bin jetzt hier einmal auf Gemerkt und du siehst, hier sind ja viele Pins schon drauf. Und warum ich sage, sie muss irgendwas richtig machen, ja, schau dir einmal hier an, sie hat 54.100 Follower, also Abonnenten, die gerne von ihr hören möchten. Und sie hat noch 3,3 Millionen monatliche Aufrufe. Das heißt, irgendwo 3,3 Millionen Mal zumindest werden ihre Pins angezeigt, sodass sie darüber wiederum neue Leute gewinnen kann und hoffentlich die Anzahl der Abonnenten weiter erhöhen. Ja, wie macht man das denn jetzt? Ne? Also, wie kann man es schaffen, so viele Abonnenten zu bekommen? Also erst einmal ist das pures Durchhalten. Ich hatte dir ja schon gesagt, es ist was anderes, wenn du 1000 Pins im Monat postest, als wenn du 20 postest. Das liegt in der Natur der Sache. Wenn du dich jetzt entscheidest, ja okay, vielleicht 200, 300, das schaffe ich, dann ist das eine gute Idee. Ja, dann kann man diese Pins vielleicht in Tailwind, vielleicht selber, vielleicht aber auch mit Hilfe von Templates erstellen und hier auch per Pinterest auf Schedule stellen. Nichtsdestotrotz müssen wir Pinterest sagen, worum es in diesen Pins geht. Ich weiß, viele werden sagen, um Gottes Willen, jetzt muss ich hier auch noch mehr irgendwelche Texte ausdenken. Ja, ein bisschen was musst du schreiben, weil ansonsten wird es nicht funktionieren. Ich gehe jetzt einmal hier auf Pin erstellen. Das habe ich gefunden hier unter Erstellen und dann hier Pin erstellen. Dann komme ich auf diese Seite und dann kann ich mir hier einen Pin hochladen. Ich lade natürlich den hoch, den wir hier gerade erstellt haben. Und ich habe den schon als allererstes, habe ich den richtig benannt. Das heißt, ich habe den schon benannt mit Working with Vectors on your iPad.jpg. Einfach, weil ich die Keywörter bereits im Titel des Bildes haben möchte. Also in dem Dateinamen haben möchte. Im Titel habe ich den hier auch nochmal, aber erst einmal schon im Dateinamen. Nämlich so kann Pinterest schon lesen, worum es in dem Pin geht. Und das Ganze, ja, füge ich jetzt auch noch hier hinzu, weil, ja, Pinterest könnte denken, ja, es kann auch nur ein Versehen sein, dass der Titel so heißt, von dem Dateinamen. Aber wie sieht es denn jetzt mit dem Titel aus? Und wie sieht es mit der Pin-Beschreibung aus? Worum geht es da? Ja, und aus dem Grund ist es eine gute Idee, das hier auch noch hinzuzufügen. Ich gehe jetzt noch einmal zurück auf List-Profil und wenn ich jetzt hier mal ein beliebiges Wort auswähle und einen beliebigen Pin aufrufe, können wir uns mal einmal anschauen, wie sie das gemacht hat. Also, zunächst einmal heißt der Pin Hand-Lettered Script Tutorial und es beginnt hier auch mit Hand-Lettered Script. Can be one of the most enjoyable, the most frustrating process for lettering, also Lettering, Illustrators und so weiter. Ich schaue nur mal einmal kurz durch, welche Keywörter sie hier genommen hat, für die sie ranken möchte. Das heißt, hier ist es auf jeden Fall schon mal Hand-Lettered Script Tutorial und dieses Wort wiederholt sie gleich am Anfang hier auch noch einmal. Was wir daraus lernen wäre, würden wir hier schreiben Working with Vectors on your iPad und im nächsten Schritt hätten wir Working with Vectors can be really enjoyable.
So, was habe ich jetzt hier gemacht? Ich habe genau dasselbe gemacht wie sie. Ich habe in den Text des Bildes, die Überschrift, habe ich hier in dem Titel wiederholt und dann hier gleich noch einmal damit angefangen. Und jetzt würde ich weiter hier schreiben und immer noch alles um das Thema Vektor und vielleicht auch Vektor auf dem iPad benutzen, wenn ich jetzt hier noch ein, zwei Sätze schreibe. Also es muss gar nicht viel sein. Ne? Wichtig, wenn du die Sätze geschrieben hast, ich lasse das jetzt einmal offen, ist es auch noch, dass du hier Hashtag setzt. Ja, Vectors könnte ein Hashtag sein, Vectors und dann iPad natürlich und Working with Vectors. Ja, also 3 Keywörter reichen hier völlig, ne, für diese kurze kleine Stückchen. Wir haben damit Pinterest genau gesagt, worum es denn hier gehen soll. Und hier kann ich natürlich jetzt noch meinen Ziellink eingeben. Zu Ihrer Webseite wäre das in dem Fall. Und dann kann ich das sofort veröffentlichen oder auch später. Ja? Und vergiss natürlich nicht, hier dein Grafikboard auszuwählen. Ich habe jetzt hier Grafikdesigner werden ausgewählt, aber ich könnte natürlich auch noch hier Grafikdesign Online-Kurse nehmen. Ja, je nachdem, was es jetzt hier für mich am besten passt. Ich lasse das jetzt alles einmal auf. Ich gehe nur auf später veröffentlichen, um dir zu zeigen, dass du nicht darauf angewiesen bist, Tailwind zu haben. Du kannst das auch alles von Hand machen. Ne? Du erstellst dir deinen Pin selber. Ich verlinke das Video hier einmal. Und anschließend kannst du das hier auf Pinterest auch alles auf Schedule setzen. Ja? Also später veröffentlichen. Das heißt, ich kann jetzt hier sagen, ich möchte das morgen am 1.4., eben hatten wir 3.14 Uhr, könnte ich jetzt hier natürlich auch eingeben. Dann veröffentlichen und dann hier auf später veröffentlichen auf Schedule stellen. Das kann ich für 2 Wochen im Voraus machen. Ja, damit hat Pinterest mir auch einen wesentlichen Teil, wofür Tailwind sehr, sehr gut ist, abgenommen. Es ist natürlich nicht so eine schöne Übersicht wie auf Tailwind. Es ist nicht so ein schöner Kalender. Es ist auch nur für 2 Wochen, nicht für 4, 6, 8 oder keine Ahnung wie lange. Aber es funktioniert auch da. Ja? Deswegen musst du dann halt öfter machen, aber völlig kostenlos. Also wir haben es jetzt einmal die teure Variante mit Tailwind gemacht. Wir haben dann Vorlagen kaufen wollen und die hätten wir dann halt angepasst. Und im 3. Schritt haben wir die Vorlage selber erstellt und die selbst erstellte Vorlage hier bei Pinterest hochgeladen und das Ganze dann selber optimiert und auf Schedule gestellt und dann zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht, wie auch immer. Ja, also alles machbar. Du kannst es komplett von Hand machen. Es dauert. Ja, also die letzte Version dauert eben länger. Den Pin selbst zu erstellen, den Pin abzuspeichern, zu optimieren, hochzuladen, Text reinzufügen, das muss ich immer. Es dauert halt ein bisschen, ja. Das ist keine Frage, es dauert seine Zeit. Aber nichtsdestotrotz ist das eine lohnenswerte Arbeit. Warum? Ja, wenn wir jetzt nochmal hier auf List-Profil gehen, dann ist es ja nun mal so, dass dieser Pin oder auch alle anderen, wenn ich hier runter scrolle, die hier drin sind, die sind nicht nur einen Tag da drin oder 2 und morgen rutschen sie nach unten und du siehst sie nie wieder. Die sind für immer da drin. Und wenn sie jetzt hier vernünftig optimiert sind, ja, und das hat sie hier offensichtlich immer gemacht, dann haben die den dicken, fetten Vorteil, ja, dass sie immer wieder gefunden werden. Das heißt, ob der Pin jetzt 1 Jahr hier drin ist oder 5, wenn jemand Repeat Patterns for Print on Demand eingibt, könnte er auf diesen Pin hier stoßen. Ne? Das ist nicht sehr abwegig. Vor allen Dingen nicht, weil es auf Englisch ist und weil sehr, sehr viele Leute Englisch sprechen und dementsprechend auch viele Suchanfragen auf Pinterest in Englisch sein werden. Sollst du jetzt alles in Englisch machen? Nein, das muss nicht sein. Du musst natürlich schauen, welche Benutzergruppen du erreichen möchtest. Und wenn das für dich eben deutsche Nutzer sind, natürlich machst du dann alles auf Deutsch. Wir haben auch über 80 Millionen Einwohner. Das sollte genügen, um dir genügend Aufrufe auf Pinterest zu verschaffen. Du siehst, Pinterest ist ein sehr mächtiges Marketingwerkzeug. Es gibt natürlich auch noch andere. Auch Instagram ist super für Marketing geeignet. Du kannst auch Facebook nutzen, natürlich, oder die Gruppen. Es gibt noch einiges, was man tun kann, um bekannt zu werden und relativ kostengünstig bekannt zu werden.
In dem Sinne hoffe ich, das Video hat dir gefallen. Und wenn dem so ist, dann abonniere doch unseren Kanal, klick die kleine Glocke an, damit du benachrichtigt wirst, wann immer wir ein neues Video posten und vergiss nicht auf den Like-Button zu klicken. Und dann hoffe ich, sehe ich dich im nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss!